Ja, jo, mein Rock'n'Roll. Es ist mal wieder Zeit für den Motorschaden des Monats. Ne? Hatten wir noch lange nicht. Ne? Das letzte Mal ist ja verdammt lang her. Aber ja, wir haben gerade mal wieder was Schönes da. Wie ihr seht, ein Motorblock einer 96 SMC von Baujahr 11. Und ja, entgegen der Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Getriebeschäden oder Getriebeabtriebswellenabrisse eigentlich nur ab Baujahr 12 entstehen, ja, schimpft mich dieser Motor gerade Lügen. Quasi, das ist nämlich jetzt noch ein Baujahr davor, also 96 mit 80 Hub und 102 Bohrungen, hat er wohl auch. Ne? So, wie man das gut erkennen kann, bevor man den auseinanderbaut, ist eigentlich recht einfach, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt zoome ich aber erstmal ein bisschen ran. So, jetzt seid ihr nah dran geschehen. Jetzt seht ihr hier unten den Schaltstern. Ich lege jetzt einfach mal einen Gang ein. Ja. Ich habe die Arretierhebelfeder schon rausgebaut, beziehungsweise den Arretierhebel demontiert. Und jetzt haben wir den ersten Gang drin. Ja. Und ihr seht, beide Wellen drehen sich natürlich, wenn ich jetzt hier an der Antriebswelle drehe. Ja, aber jetzt mache ich mal Folgendes. Ich halte es mal hinten fest. Ja, ich halte es da, wo der Dritzel raufkommt, halte ich jetzt fest. Ja, hier hinten, hallo, hier hinten halte ich die Welle fest und ihr seht hier, die Welle dreht sich weiter. Ja, das dürft ihr eigentlich nicht tun. Ja, können wir auch mal weiter probieren. Ja, irgendeinen anderen Gang reinlegen. Ja, ich kann jetzt auch mal hinten drehen hier. Ihr seht jetzt hier, ich drehe jetzt an der Abtriebswelle und ihr seht, die Antriebswelle dreht sich mit. Halte ich jetzt hier fest. Ja, drehe ich hinten immer weiter, hier. Ich drehe mal weiter und hier bleibt alles stehen. Ja, definitiv können wir dann davon ausgehen, dass hier der Abriss vorliegt. So, und jetzt quasi machen wir das Ding auf. Ihr seid quasi live dabei. Unboxing 96 SMCR Getriebeschaden. Ja, dann hauen wir mal rein. Los geht's. So, ich habe das schon ein bisschen angelöst. Hier machen wir den Bruder mal runter. So, erstmal nichts Schlimmes zu erkennen. Ja, ist alles eigentlich noch an seinem Platz. Es liegen keine Brocken rum. Ja, gehen wir mal weiter vor. Machen wir erstmal Kurbelwelle und Auslasswelle raus. Dann haben wir die schon mal weg hier. Hier mal so drehen, dass die beiden Punkte untereinander stehen. Dann könnt ihr die Welle so rausziehen. Und die Kurbelwelle müsste in den Zylinderrollenlagern eigentlich auch so rausgehen. Ja, geht's auch. Alles noch ganz. Ja, Zylinderrollenlager sind auch noch in Ordnung, obwohl der Motor schon über 45.000 gelaufen hat. Ne? So, dann ziehen wir jetzt mal die Achse von den Schaltgabeln raus, schieben die Schaltgabeln auf Seite, die untere auch. Also, kriege ich natürlich so nicht raus, weil ich habe natürlich vergessen, den Schaltstern abzuschrauben. Jetzt aber uns schön hier raus. Machen wir anders. So, war ja Gott sei Dank nur handfest angezogen, um euch das zu zeigen.
Macht spannend. So, weg ist er. Dann Schaltwalze raus. Dann nehmen wir die einzelnen Schaltgabeln raus. Sehen auch noch alle gut aus. So, und jetzt kommt's. Trommelwirbel. Jetzt können wir normalerweise das Ding so abnehmen und wir nehmen jetzt hier ab. Und da ist er. Der Knickknack. Ja, ich gehe ein bisschen näher ran. Ja, kann man schön erkennen. Der Klassiker bei der SMC und jetzt, beziehungsweise SMCR und jetzt sogar auch bei der SMC. Ja, ein schöner Bruch. Man sieht auch hier noch einen Altbruch, beziehungsweise hier schon die glatten Stellen, wo eben halt schon länger der Bruch war. Und hier jetzt die rauen, abgerissenen Stellen, wo dann der Rest natürlich endgültig dann weggeknackt ist. Und hier sieht man auch schön an der Scheibe, die ich schon gar nicht mehr runterkriege, weil sie jetzt hier schon fast verbacken ist mit dem Zahnrad, wie schon hier metallische Ablagerungen auf dieser Scheibe sich abgeschlagen haben. Ja? Ja, also bedenkt, durch diesen schon langfristigen Bruchriss hat sich Material schon abgetragen und hat sich sogar schon hier auf die Scheibe abgelagert quasi. Ne? Und hier kann man auch gut erkennen, hier ist ein glatter, sauberer Abriss und hier hat es schon ja, sehr lange gearbeitet. Ja, leider immer sehr ärgerlich, vor allen Dingen der Motor hat wie gesagt schon über 40.000 gelaufen, ist tipptopp gerannt, hat keinen Ölverbrauch, so gut wie keinen Ölverbrauch. Wir haben diesen Motor eigentlich seitdem der Kunde den hatte, glaube ich, das Fahrzeug hat er gebraucht gekauft, mit irgendwie 2000 Kilometer auf der Uhr, haben wir den betreut und damals noch in Pullheim und ja, alles rausgemacht, was irgendwie Ärger machen könnte, also beziehungsweise die Kipphebel erneuert, die war nämlich auch kaputt, direkt von Anfang an schon, bei 2000 Kilometer hatte der schon einen Kipphebel-Rollenschaden, allerdings nur mit einer eingelaufenen Kipphebelrolle, daraufhin neue Kipphebel rein, die gekörnt, vernünftiges Öl gefahren, ja, und immer super gerannt, der Kunde ist fast jeden Tag mit dem Motorrad gefahren, wie gesagt, in 3 Jahren 44.000 oder 45.000 Kilometer und dann passiert sowas. Ne? Das hätte nicht sein gemusst. Das Ding wäre jetzt noch am Laufen. Ja. Dicke Scheiße. Bauen wir mal den Rest auseinander und dann geht's weiter. So, da haben wir das ganze Raffel jetzt mal auseinandergebaut. Und hier oben seht ihr eben halt die Antriebswelle. Die ist, wie gesagt, noch einwandfrei in Ordnung. Und auch erstaunlicherweise, also bei bis jetzt fast jedem Getriebeschaden, den ich mit diesem Schadensbild auseinandergebaut habe, sind die meisten Getrieberäder glimpflich bis komplett davon gekommen, sag ich mal. Hier haben wir momentan leider bei einem Getrieberad starke Einläufe, weil das genau das oder die Mitnehmerverzahnung war, die beim genau am Bruch saß. Da seht ihr hier, wie es hier stark gearbeitet hat. Wahrscheinlich, weil dann die Welle schon auseinander war und immer diese Mitnehmerverzahnung dann ins Gegenrad reingeschlagen hat. Das müssen wir auf jeden Fall erneuern. Die andere Seite, die anderen Seiten sind eigentlich noch in Ordnung. Auch die ganzen anderen Räder, Gangräder sind eigentlich so weit absolut schadensfrei. Wenn wir kein Pitting und so weiter, das haben wir sowieso bei den Getrieberädern eigentlich nicht. Gerade bei der 96er nicht. Aber ne, hier seht ihr halt mal ein bisschen näher den kompletten Bruch. Und diese Ablagerung auf der Scheibe war von dem Kunststoffkäfig vom Nadellager. Ja, wenn ihr guckt, da hat sich das schon verrieben, zerrieben, dieser Kunststoff-Kunstsatzkäfig, und durch die Hitze
hat sich das dann hier, oder ist das hier abgeschmolzen, abgerieben worden, was hängt schon auf der Scheibe. Ja, also, ja, trauriges Bild. Bei uns jetzt so ungefähr schon die, ja, seitdem es die Fahrzeuge gibt, jetzt insgesamt schon 6., 7., 8. Welle, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ja bei der Palio TV Folge Nummer 18 auch schon ein paar Kommentare von euch gesehen, dass ihr das Problem auch hattet. Und auch bei Modellen, wo ich eigentlich dachte, da ist dieses Problem eigentlich nicht auffällig, wie jetzt bei hier, bei dem 11er SMC Motor hatte ich das bis jetzt auch noch nicht. Das waren bei mir immer alles 12er oder 13er SMCRs. Gut, jetzt ist es leider so. Das heißt, dieser, gehen wir mal von dem Härtefehler aus, dieser Wellen, zieht sich dann doch noch ein bisschen weiter in Richtung 2011, 2010. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt stehen wir hier im dummen Gesicht vor dem ganzen Geraffel, alles kaputt und der Kunde hat natürlich einen dicken Hals. Ne? Vor allen Dingen, weil natürlich hier der Rest von diesem Motor eigentlich noch gut oder noch sehr gut in Schuss ist. Selbst der Elco-Kolben, und wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von den Dingern, ist noch komplett maßhaltig bei 101,94. Also selbst der hat noch keinen großartigen Verschleiß erfahren. Und der Zylinder liegt auch noch bei 102,01. Also daher, das hätte man nicht tauschen müssen. Auch die Ventile, Ventilsitze, ich habe die schon mal rausgebaut, ein Ventil. Gut, sind natürlich der Laufzeit entsprechend ein bisschen renovierungsbedürftig. Jetzt macht man die auch natürlich direkt mit neu, aber hätte deswegen auch nicht auseinandergemusst. Einzeln allein, weil die Welle keinen Bock mehr hatte, muss das Ding jetzt hier auseinander. Ja? Und natürlich ein paar Zahnräder, beziehungsweise mindestens das eine Zahnrad auch schon erneuert werden. Preise natürlich, ja, wenn ihr sowas in der Werkstatt machen lasst, wenn ihr wirklich sagt, nur das Nötigste reparieren lasst, was wir ja nicht machen, wir machen ja nur Motoren komplett, liegt aber auch schon bei bestimmt 1400, 1500 Euro. Dichtsatz, dann macht man die Lager natürlich mal neu hier, klar, Getriebelager, durch diesen Schaden können die auch einen weghaben. Ja, die Welle liegt, wie gesagt, bei 190 Euro, ein Getrieberad bei knapp 100 Euro. Das läppert sich natürlich und ja, haut die Summen natürlich immer weiter nach oben. Umso ärgerlicher natürlich, dass es hier vom Hersteller nichts gibt. Ja? A, weil es natürlich schon ein etwas älteres Motorrad ist, aber ja, es gibt eigentlich keine Ausrede für diese Risse, für diese Abrisse. Ne? Das ist einfach schlechtes Material, das ist kaputt, abgerissen, peng. Da kann man nicht mit irgendwelchen falschen Wartungsintervallen oder falschem Öl wegdiskutieren. Das sind einfach Materialprobleme, die hätten normalerweise nicht sein dürfen. So. Ist aber so, daher muss der Kunde quasi selber in den sauren Apfel beißen. Ja, das war dann jetzt die letzten warmen Worte zum Motorschaden des Monats. Schön wäre natürlich, wenn das der letzte gewesen wäre, den ich euch zeigen könnte, aber ich glaube nicht, dass diese Serie so schnell ausstirbt. Daher Motorschäden werden wir mit Sicherheit noch genug bekommen und da werde ich natürlich auch die Kamera drauf halten, wenn sie spektakulär oder eben halt so eine wichtige Sache für die ganzen KTM, SMCR Duke-Fahrer sind. Klar. Gut. Ich hatte eine Umfrage gestartet auf YouTube, was wollte als nächsten Quick-Tipp sehen und da hatte ich eigentlich gedacht, dass die Adler Anti-Hopping-Kupplung da alles wegrammt, aber ihr habt tatsächlich bis jetzt auf jeden Fall den Einbau vom Power Commander und Programmierung auf oberste Platzierung gepackt. Ne? Selbst auf der englischen Abstimmung genau das gleiche, also ja, dann machen wir das. Ne? Dann machen wir als nächsten Quick-Tipp den Power Commander. Und ich habe aber schon ein bisschen vorgedreht, ne? Also die Kupplung haben wir auch schon fertig oder fast. Ne? Dementsprechend, wir sehen uns im nächsten Video, dann wahrscheinlich zum Quick-Tipp, Power Commander, Einbau und Programmierung. Und ja, ich würde sagen, ne? Bleibt locker, wir sehen uns, bis dann, ciao. Ja, also das hier, also das ist eine Senkung.